Willkommen bei Energie der Zukunft, der Batterie-Podcast von BOS. So, hallo zusammen. Ich freue mich, euch willkommen zu heißen zu unserer zweiten Folge vom Podcast von BOS Balance of Storage Systems AG. Und heute bin ich tatsächlich sehr gespannt auf die Folge, weil wir gehen heute ein bisschen weg vom rein technischen. Erster Podcast war ja über die Natriumbatterie mit dem Professor Peter Adelmann. Heute geht es mehr in die Umsetzung von Projekten, von Solarprojekten, Projekte mit Batteriespeicher, mit Photovoltaik angeschlossen. Nicht nur insgesamt Projekte in strukturschwachen Gegenden, Emerging Countries, Schwellenländer auf Deutsch. Und ich freue mich, dass ich 'n Tobias Zwirner zu Gast willkommen heißen darf. Tobias ist Geschäftsführer der Faison GmbH, Faison GmbH. Und vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz vor. Ähm, Ja, gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Tobias Zwirner, komme von der Faesan GmbH. Wir sind jetzt mittlerweile 2 Gesellschafter, 2 Geschäftsführer und teilen uns das in Vertrieb und Finanzen auf. Und die Firma gibt es seit 2001. Wir sind 'n Fachgroßhandel für den Off-Grid-Bereich, für Systemkomponenten und Kits. Gleichzeitig sind wir aber auch Systemintegrator im Projektbereich und als drittes Standbein gibt es bei uns eben den Bereich geförderte Projekte, wo wir neue Systemlösungen, die es so noch nicht auf dem Markt gibt, entsprechend vorantreiben und möglichst zur Marktreife bringen. Das ist sehr, sehr spannend, vor allem da wir bei BOS auch in 2 3 Felder in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind. Mhm. Wir haben auch Projekte, häufig ausschreibungsbasierte Projekte, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und da, denke ich, ist es spannend, sich zu unterhalten, wie eure Erfahrungen sind. Mhm. Uns interessiert oder vor allem mich interessiert immer, das Thema Nachhaltigkeit. Wie können Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern in wirklich, teilweise widrigen Bedingungen nachhaltig zum Laufen gebracht werden. Vielleicht kleiner Exkurs. Ich hatte damals die Firma BOS gegründet auf der Grundlage vom Triple Bottom Line Reporting. Also das war Mhm. positive Einflüsse nicht nur auf den Profit hat, sondern auch auf People und Planet. Und da spielt natürlich von Anfang an schon eine große Rolle die Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Von eurer Seite vielleicht starten wir mit dem Bereich Projekte. Wie läuft denn sowas typischerweise ab, ein Projekt bei euch? Und, vielleicht im Anschluss dran, hast du da Faktoren, die du identifiziert hast, was erfolgsversprechend ist, dass ein Projekt auch langfristig läuft und genutzt wird und nicht irgendwo nach 2 Jahren, auf der Müllhalde endet? Ja, also wir unterscheiden 2 Projektbereiche, wie schon gesagt. Zum einen sind wir Systemintegrator und beteiligen uns auch an öffentlichen Ausschreibungen. Und in dem Bereich hat man wenig Einfluss auf die Nachhaltigkeit. Wir beteiligen uns nur an Ausschreibungen, wo wir auch lokal im Zielland auch einen langjährigen Partner haben, mit dem wir schon gut Erfahrung gesammelt haben und ähm, der eben die lokalen Verhältnisse gut kennt. Und da ist natürlich dann schon von dem her gesehen, so meinen wir, mit dem lokalen Partner sichergestellt, dass dann auch so wenn denn das Projekt realisiert ist, sowas wie After-Sales-Service dann auch läuft und dann eben auch Wartung und Reparaturen dann möglich sind und wo dann auch entsprechende Ersatzteile vorrätig gehalten werden. Das Bei sind Ausschreibungen von der GIZ oder das sind Ausschreibungen von Vereinten Nationen oder auch von der Weltbank, ganz unterschiedlich. Bei den lokalen Partnern, du hast ja gemeint, ihr kennt die meistens schon. Mhm. Gibt es da auch, Wissensaustausch? Trefft ihr die ab und zu oder treffen die euch oder, wie läuft sowas ab? Also, wir stehen quasi im ständigen Kontakt, aber wir treffen uns auch immer wieder, in idealerweise einmal im Jahr und tauschen uns da aus. Die langjährigen Partner sind von ihrem Know-how und den Skills, die in ihrem Team haben, schon die gab es ja teilweise schon, bevor es die Faesan GmbH Mhm. gab. Ähm, Neue Partner, die wir kennenlernen, mit denen gibt es natürlich einen engeren Austausch und wenn es da 'n Know-how Bedarf gibt, den man austauschen muss, dann kommen auch Ingenieure von uns für 'n Schulungstermin dorthin oder wir kooperieren auch mit Schulungsinstituten, um da entsprechendes Know-how sicherzustellen. Vielleicht eine kritische Frage bei den Projekten, die ihr macht. In den Ausschreibungen ist es ja häufig, dass untergliedert wird, in, die Lieferung von Material und danach
in das ganze Service und wie die Systeme, genutzt werden. Ihr seid vermutlich primär in der Lieferung vom Material mit drin und euer lokaler Partner macht dann vielleicht in der zweiten Ausschreibung für den Service Contract mit oder wie ist das üblicherweise? Gut, üblich gibt es da nicht, das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Ausschreibungsspezifikationen erstellt sind. Es gibt beides. Also, es gibt, den Fall, dass wir neben den Komponentenlieferungen auch die Installation gleich mit anbieten und, wir dann entsprechend das Angebot unseres Partners übernehmen und, das dann gleich berücksichtigen, mit ihm natürlich absprechen. Aber es gibt natürlich auch Ausschreibungen, wo wir tatsächlich rein, ähm, Systemlieferant sind für Komponenten und der Partner vor Ort sich dann selber entsprechend bewirbt als Installateur. Und da muss man eben immer abwägen, was denn gerade oder in welche Richtung die Ausschreibung geht. Bekommt ihr da Feedback über die Dauer von so einem Projekt, wie das System performt oder seht ihr es vielleicht sogar online über ein Monitoring-System? Mittlerweile ja, also wir sind ja schon seit 2001 in dem Bereich tätig. Am Anfang gab es da kein Monitoring oder Sonstiges. Da war die Regel, wenn man nichts hört, ist alles okay. Mittlerweile ist tatsächlich so, dass viel auch jetzt Monitoring mit angefragt wird, was ja auch weit fortgeschritten ist von der Technologie her. Und da ist tatsächlich so, dass wir dann auch diese Systeme monitoren und dann auch entsprechend mitbekommen, wie die funktionieren und wie sie auch genutzt werden, was ja auch ein wichtiger Bestandteil ist. Und sehen dann auch in Richtung Nachhaltigkeit, ob die Systeme tatsächlich so performen, wie man sie geplant hat, oder ob es da entsprechende Schwierigkeiten gibt. Das heißt, durch den Technologiebaustein Monitoring merken wir auch, kriegt man natürlich einen ganz, ganz anderen Einblick. Ja. Nicht nur laufen die Systeme noch, sondern wie du schon sagst, wie werden die Systeme genutzt? Vielleicht da eine kleine Anekdote von unserer Seite. Wir sehen recht häufig, dass wir Systeme installieren bei Mhm. Krankenstationen, die sehr groß ausgelegt sind, weil anscheinend eine riesige Anzahl an Lasten betrieben werden soll, und in der Realität dann häufig doch deutlich weniger betrieben wird, als es dann doch wieder häufig sich primär um Lichter und vielleicht ab und zu mal ein Autoklav handelt. Mhm. Ist das eure Erfahrung ähnlich oder wie siehst du die Eher umgekehrt, dass bei Systemdimensionierung? uns eher der Verbrauch expansiv ist und das Okay. dann eher an die Grenzen stößt von dem, was ursprünglich ausgelegt war. Klar, bei AC-Systemen ist es halt immer schwierig, wenn man entsprechend Steckdosen anbietet, tut man sich schwer, schon im Vorfeld zu wissen, was da alles angeschlossen wird. Mhm. Und das macht es dann natürlich immer ein bisschen schwierig im Nachhinein. Ähm, Wir versuchen, das mit Checklisten und mit Sonstigem abzufangen, aber in der Regel sind ja Ausschreibungen immer schon so weit vorgefertigt, dass da schon fix steht, wie das System auszusehen hat und wir gar nicht groß wissen, was denn tatsächlich an elektrischen Geräten verwendet Mhm. wird. Genau, Jetzt das ist komme ich doch ein bisschen technisch tiefer, weil es ist interessant, die Fragestellung. Siehst du da eine Änderung, weil immer mehr Systeme, also unserer Erfahrung nach, mit Lithiumbatterien in der Zwischenzeit angefragt mhm, werden? Play-Systeme waren ja früher dominant und eigentlich mhm, überall. Und beim Play-System ist es grundsätzlich so, dass wenn ich das überlaste und die Batterie nicht regelmäßig volllade, geht die Play-Batterie relativ schnell kaputt. mhm, Was jetzt wiederum bei den lithiumbasierten Systemen nicht so dramatisch ist. Die mögen es ja sogar eher, dass sie ein bisschen im tieferen Ladezustand sind. Siehst du da schon irgendwelche Auswirkungen? Oder erste Frage, siehst du auch den Trend hin zu reine Lithiumsysteme weg vom Blei? Und zweite Frage, glaubst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit? Also, ganz klar, die Ausschreibungen gehen immer mehr in Richtung Lithium, das sehen wir auch. Also, bis vor 3, vielleicht sogar bis vor 2 Jahren war bei uns 80% Bleibatterie in den Projekten beschrieben und wir sind mittlerweile vielleicht bei 20% Bleibatterien. Mhm. Also, das ist deutlich schneller gegangen als mit anderen Technologien. Wir sehen das ja immer, dass Spezifikationen immer so ein bisschen laid back sind und hinten dran. Und bis neue Technologien eingeführt werden, braucht es in der Regel, das kann bis zu 8 Jahren brauchen, bis dann neue Technologien auftauchen. Das ging jetzt bei Lithiumbatterien deutlich schneller. Warum das so ist, das kommt immer auf die Consultants drauf an, die Mhm. diese Ausschreibungen erstellen. Warum jetzt Lithium da schneller irgendwie Fuß gefasst hat als andere Technologien vormals, kann man nicht nachvollziehen, ist aber tatsächlich so. Nachhaltigkeit können wir jetzt noch gar nichts sagen, weil das noch relativ neu ist, dass wir diese
Batterietechnologie mit einsetzen. Die Bleibatterie ist von dem her gesehen schon nachhaltig gewesen, weil sie zu fast 100% recycelbar ist und einfach in der Technologie, also sehr simpel in der Technologie ist und auch in der Anwendbarkeit. Das ist jetzt mit Lithium-Batterien deutlich komplexer geworden, weil eben Batteriemanagementsystem berücksichtigt werden muss und auch die Systemkomponenten mit den Batterien auch gut kombinierbar sein müssen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Da fehlt uns noch an Erfahrung. Also, wir haben erste Erfahrungen auch. Wir verkaufen lithiumbasierte Systeme in Entwicklungs- und Schwellenländern seit 8 Jahren ungefähr. Mhm. Und was wir feststellen, eigentlich 'n Punkt, den du gerade auch erwähnt hast, wenn eben beim System die Bleibatterie ausfällt, aus welchem Grund auch immer. Zum einen bekomme ich sie überall auf der Welt recycelt, Mhm. zum anderen bekomme ich auch Ersatz relativ einfach her. Und eine Bleibatterie ist halt über 'n Spannungslevel definiert. Damit kann eigentlich jede Elektronik, relativ gut klarkommen. Bei der Lithiumbatterie sehen wir jetzt bei oder haben wir schon gesehen, dass wenn eine Batterie ausfällt, es eben doch ein komplexes Produkt ist mit einer komplexen Elektronik, mit dem Batteriemanagementsystem, und vor allem die lokale Verfügbarkeit deutlich schlechter ist. Mhm. Das heißt, wenn dort was ausfällt, dann muss ich erst mal die komplette Logistikkette anlaufen, dass eben Nachschub irgendwo, meistens aus dem Ausland, nachgeliefert wird. Seid ihr da von Faesans Seite gegebenenfalls vielleicht sogar aufgestellt, dass ihr teilweise Ware vor Ort habt oder habt ihr da Möglichkeiten, in die Richtung zu denken? Also, da muss man ehrlicherweise sagen, wir halten gar nichts vor Ort vor, weil wir ja mit lokalen Partnern zusammenarbeiten und da ist tatsächlich auch so, dass unser Produktmanagement immer noch dran ist, die passenden Hersteller entsprechend herauszufiltern. Und wir haben jetzt schon mittlerweile äh, 2, 3 2, 3 Hersteller, mit denen wir eng zusammenarbeiten, aber da ist ja noch viel in Bewegung und da müssen wir ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt aktuell nur liefern, aber jetzt noch keine vor Ort vor Bevorratung haben. Und da muss man ja auch wieder überlegen, auch Lithium-Batterien müssen in heißen Regionen gekühlt werden. Und da sind wir gerade am Schauen, wie wir das gelöst bekommen. Ja, Ja. korrekt. Also und das Ganze führt uns eigentlich zu einem Begriff, der in der Off-Grid-Branche relativ weit verbreitet ist. Der Begriff heißt Solar Graveyards, also, solare, Friedhöfe, nenne ich es mal. Mhm. Da gab es in der Vergangenheit verschiedenste Gründe, für solare Friedhöfe. Ich kenne es selber, ich bin viel in Afrika gereist, und man kommt teilweise in Dörfer, und hat auf einem Gebäude bis zu 4 oder 5 Solarsysteme installiert, von denen kein einziges mehr Mhm. läuft. Ja. Und dann ist im Prinzip die Anfrage fürs nächste Solarsystem, wo man sich selber schon auch hinterfragt: „Baut man dort jetzt das siebte hin, das nicht mehr läuft?“ Ähm, Hast du da Erfahrungen in die Richtung oder hast du da irgendwelche Faktoren, wo du identifizieren könntest, wie man eben verhindert, dass es im Solar Graveyard endet? Vor allem, wenn man vielleicht auch über 'n Ausschreibungsgeschäft hinausgeht, weil wie du schon gesagt hast, bei Ausschreibungen ist man als Lieferant ja eigentlich limitiert auf das, was angefragt wurde. Ja, also bei Projektausschreibungen, wo es darum geht, zu liefern, Systeme zu liefern, ist tatsächlich so, dass im After-Sales-Bereich oft kein Geld berücksichtigt ist und das dann auch im Nachhinein ähm, nicht groß ins Gewicht fällt und dann solche entsprechenden Solarfriedhöfe entstehen können. Es gibt ausschreibende Stellen, die da sehr viel Wert drauf legen und die dann auch entsprechenden Wartungsvertrag mit dem lokalen Partner dann gleich mit berücksichtigen und dann auch unterzeichnen. In unseren geförderten Projekten haben wir das tatsächlich auch festgestellt. Ein Beispiel war unser Revived-Projekt. Da ging es um solare Wasserentsalzung basierend auf einem Elektrodialyseverfahren. Und da waren wir, das war 2012, soweit ich mich erinnern kann, Konsortialpartner von einem großen Konsortium mit 10 Instituten, Unternehmen und Universitäten. Das war geleitet von Fujifilm. Und da haben wir festgestellt, dass es sehr schade ist, dass eben die Fördergelder nur so weit reichen, dass Piloten, also Pilotsysteme installiert werden und danach das Projekt endet. Und das liegt an dieser ganzen Projektstruktur, dass Universitäten zum Beispiel sich zu 100% fördern und die in der Regel kein Interesse daran haben, dass am Schluss ein marktfähiges Produkt dabei rauskommt, sondern tatsächlich reicht es denen, wenn der Prototyp funktioniert
und entsprechend installiert ist. Dann gibt es vielleicht nur so 2, 3 Monate, wo man das monitort und schaut und danach ist das Projekt beendet. Und das war für uns sehr schade, weil wir für die Installation von, glaube 8 Pilotanlagen, in Afrika und in Indien, äh, zuständig waren und im Nachsatz, dieses Projekts dann eben auch 8 dieser, Solarsysteme, liegen geblieben sind, die dann verwaist sind. Und, unsere Konsequenz daraus war dann, dass wir entschieden haben, wir gehen nicht mehr in solche Konsortien, wo wir nur, Mitglied sind, sondern wir schreiben unsere Anträge selber, suchen uns die Technologien selber raus und haben dann, angefangen, eben in der solaren Kühlung in Kooperation mit der Universität Hohenheim solare Kühlsysteme zu entwickeln. Und da haben wir tatsächlich drauf geschaut, dass dann am Schluss dann auch, bei uns wieder im Großhandel oder im Systemintegrationsbereich dann, marktfähige Produkte oder Systeme dann dabei rauskommen, die wir, entsprechend dann auf den Markt bringen können und dann auch danach schauen können, dass die tatsächlich weiterentwickelt werden durch das, dass wir dann, entsprechenden Marktanteil auch haben und Einkommen, generieren und, dann eben auch die Partnerschulen, mit denen wir die Sachen vertreiben und dort dann auch, das Know-how etablieren, dass das langfristig oder nachhaltig dann viel besser etabliert ist. Mhm. Das sind so die 2 Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ich schweife da ganz kurz aus. Bei mir im Hintergrund, ich bin ja ursprünglich zu der ganzen Zusammenarbeitsgeschichte über Ingenieure ohne Grenzen gekommen. Mhm, Und der Grund oder einer der Gründe, warum ich damals bei Ingenieure ohne Grenzen einen Schritt weiter gegangen bin hin zur eigenen Firma, war eben das Element der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, mhm, das in den Projekten per Definition immer gefehlt hat. Es war teilweise sogar eher verpönt, dass dort irgendjemand Geld damit erwirtschaftet, mhm. was aus meiner Sicht ein fundamentaler Fehler ist, weil erst dann, wenn die Leute vor Ort auch tatsächlich ein Geschäft damit machen können und jetzt platt gesagt ihre Familie daheim, durchbringen können, erst dann ist das Fundament da, dass überhaupt Genau so. was entstehen kann. Ja. Und das war damals mit der Grund auch, die Firma zu gründen. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade in den Ländern 'n Markteintritt teilweise schwierig ist, da eben Infrastrukturen fehlen, auch hohe Anfangsinvestitionen benötigt werden, um Mhm, überhaupt mal zum Laufen zu kommen. Es geht ja nicht so, dass, plötzlich ein Riesen-Business läuft. Da haben wir von unserer Seite Erfahrung gemacht, dass es da auch Förderprogramme gibt oder, Möglichkeiten, um das zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Äthiopien am Laufen, wo wir ein Dorf elektrifiziert haben. mhm, Und das ist gefördert von der DENA über das Markteintrittsprogramm mhm. RES-Programm. Es ist tatsächlich sogar so, dass ich jetzt kurz vorm Abflug bin Ah ja. heute Richtung Äthiopien, sitze nachher noch im Flieger hin zur Eröffnung von einer von den Anlagen. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit der Art von Projekten? Weil meiner Erfahrung nach ist das ein elementar guter Baustein, um eben dorthin zu arbeiten, dass man einfach ein kontinuierliches Geschäft durch den Markteintritt in einem anderen Land zum Laufen bekommt. Ja, also tatsächlich auch wir arbeiten mit Denares, also, schon seit längerer Zeit und haben jetzt, glaube aktuell das zweite Projekt, wenn nicht sogar das dritte Projekt schon am Laufen, jetzt in Kenia. Wir haben dort einen Net Zero Cold Room erstellt und, versuchen diesen dann auch über dieses Dena RES Projekt oder Programm, zu vermarkten und dort, entsprechende Gelder zu nutzen, um eben auch auf, lokalen Messen dann vor Ort zu sein oder eben auch, in die Promotion zu gehen von diesen Systemen und das funktioniert sehr gut. Und das ist, glaube ich, also zumindest meines Wissens nach eins von den wenigen Programmen, das auch explizit Marketing, Markteintritt, Mhm. Schulungsunterlagen, alles, was man eben benötigt, um auch eine Firma, hochzuziehen, neben dem reinen Produkt, fördernd unterstützt. Genau, das ist 'n vertriebsunterstützendes, Programm. Ich weiß jetzt nicht, ob das das einzige ist. Es gibt ja viele Fördergelder jetzt. Das ist jetzt halt, 'n staatliches Fördergeld. Es gibt aber auch in den Bundesländern immer nur, verschiedenste, Förderprogramme. Da muss man schauen. Aber das ist tatsächlich, vertriebsorientiert und, funktioniert für uns sehr gut. Ähm, Wir waren jetzt jüngst bei, dem, Gogla Treffen in, Nairobi und, warten jetzt im Frühjahr auf die Eröffnung von unserem Net Zero Cold Room in Homa Bay
in Kenia. Und GoKla ist ja wie eine Art Vereinigung von Firmen, also ein Verband, wo Genau, ist 'n einfach 'n ländliche Firmenverband. Elektrifizierung, vorwärts treiben Richtig, möchte. ja. Ja. Ja, zufällig hatten die dieses Jahr ihr Jahreshauptversammlung eben in Nairobi. Das hat für uns sehr gut gepasst. Ja. Das Ja. heißt, auch da höre ich jetzt raus, ähnlich wie unsere Erfahrungen, dass ein wichtiger Baustein hin zur Vermeidung von Solar Graveyards eigentlich der Versuch ist, zumindest der Versuch, im Idealfall klappt's, kontinuierliche Geschäftsbeziehungen aufzubauen und eben dann fortlaufend, Geschäft zu generieren, dass sich das eben selber trägt. Genau, also Strukturen aufzubauen ist immer wichtig. Generell muss man mal sagen, es gibt wahrscheinlich kaum einen schwierigeren Bereich als die Solartechnik, um Unternehmer zu sein. In der Solartechnik, das hat einen charmanten Oberbau, weil es eben ökologisch ist und auch 'n gutes Image hat. Aber es übersieht immer jeder, dass in dem Bereich kaum jemand richtig Umsatz oder Umsatz ja, aber richtig Ertrag erwirtschaften kann. Das ist unglaublich schwierig in dem Bereich, weil die Preise extrem kaputt sind, schon von Anfang an immer schon äh, nahe den Herstellkosten waren. Also es immer schon schwierig war, dort ähm, entsprechend als Unternehmer zu bestehen. Verführerisch sind ja immer entsprechende gesetzliche Regelungen wie das EEG, aber diese Art Subvention führt eben auch dazu, dass man abhängig wird von dem Ganzen und den natürlichen Markt übersieht, den es da gibt. Und wir arbeiten ja mit, sage ich mal, ländlicher Elektrifizierung in Ländern, wo es kein keine kein flächendeckendes Stromnetz gibt, im unsubventionierten Bereich vorwiegend. Also mal abgesehen von den Ausschreibungen oder von geförderten Projekten, um neue Technologien zu etablieren, gibt es da keine Förderung, so wie jetzt die Vergütung im EEG. Und deshalb arbeiten wir ja schon von Haus aus immer in einem natürlichen Markt. Und das macht es uns natürlich leicht, aber es ist trotzdem auch in dem Bereich sehr, sehr schwierig, irgendwie Erfolg zu haben. Habt ihr dort, sobald wir vom natürlichen Markt reden, also ich Mhm. nehme jetzt den natürlichen Markt explizit auch die Ausschreibungen nicht mit rein. Genau. Ähm, Habt ihr dort Erfahrungen mit Finanzierungsinstrumenten? Weil einer der Knackpunkte bei Solarsystemen ist ja, dass die am Anfang einen einigermaßen hohen Anfangsinvest haben im Vergleich zu Mhm. einem Dieselgenerator, wo ich halt dann hohe Kosten habe während dem Betrieb. Und die Anfangsinvestition, die zu stemmen, ist ja dann eins von den Themen. Habt ihr da Erfahrungen, oder eure Partner, dass die Also Mittel zur Verfügung haben? ganz klar, auf den Punkt kommt man ja immer sofort. Wir haben Erfahrung. Es gibt ja jetzt auch verschiedenste Lösungen, wo man versucht, mit PSU Go oder mit Mobile Money etc. da was entsprechend. Ich glaube, man muss da unterscheiden, ob das für ein Produkte für 'n Privatmarkt sind oder ob das Investitionsgüter sind oder entsprechend im Productive Use Bereich. Das sind sehr unterschiedliche Märkte, wenn man so will, oder Marktanwendungen. Und da ist es so, wir arbeiten ja stark im landwirtschaftlichen Sektor und da versuchen wir erstmal über geringste Einstandsinvestmentkosten an den, an den Nutzer entsprechend ranzukommen. Also sei es jetzt ein einzelner Landwirt, der sich das entsprechend aus seinen Mitteln selber finanzieren kann oder ob das Communities sind, die gemeinsam jetzt zum Beispiel einen Kühlraum erstellen. Und da versuchen wir, so mit so geringsten Investitionskosten als möglich einzusteigen. Das ist so immer unser Ansatz gewesen. Also nicht mit großen Fördermitteln, die dann, was weiß ich, bei 500.000 anfangen und in die Millionen gehen, sondern zu schauen, dass man möglichst kleine Investitionskosten hat, sodass das für jeden Landwirt oder idealerweise für eine Community dann erschwinglich ist. Und in dem Zusammenhang schauen wir eben, dass vieles an Materialien schon entsprechend im lokalen Markt eingekauft wird, sodass unser Anteil mag jetzt marktwirtschaftlich nicht so richtig clever sein, aber unser Anteil ist dann immer relativ gering, weil wir nur ein Kühlaggregat oder vielleicht auch mal Solarsystemkomponenten oder Solarsysteme liefern, aber der Rest von so einem Kühlraum wird lokal gesourced und teilweise geht es so weit, dass die Nutzer sich selber auch so einen Raum bauen mit einfachsten Mitteln, die lokal verfügbar sind. Unser Net Zero
Kühlraum in Homa Bay besteht aus 'ner Wand, die mit Stroh gedämmt ist. Mhm. Und diese Strohdämmung wird selber vor Ort hergestellt. Dann kommen Recyclingplatten, die das abschließen drauf, die auch lokal eingekauft werden. Die werden aus Tetra Paks produziert. Und das ist der ganze Raum, der da erstellt wurde. Zudem waren es lokale Architekten, die die ganze Planung übernommen hatten. Und wir liefern äh, die Kühlaggregate, wir liefern den Wärmetauscher, wir liefern ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Solarmodule waren auch lokal gesourced. Das ist so aktuell unser Stand. Und wir sehen jetzt schon auch, dass das immer noch exotische Projekte sind und überlegen tatsächlich jetzt wiederum, weil wir doch recht weit weg von den Märkten sind, lokal eine Repräsentanz aufzubauen. Mhm. Das ist so unser Ansatz, an den wir jetzt rangehen, weil ähm, vieles erschließt sich einem von fern gar nicht so, wie wenn man vor Ort dann tatsächlich mal eine Reise macht und noch besser, wenn man tatsächlich vor Ort längere Zeit vor Ort ist oder dann entsprechend auch eine Niederlassung dort Also, das ist ein dann hat. Punkt, der mir direkt positiv aufgefallen ist in Mhm. deinen Schilderungen, dass ihr ja auch bis jetzt schon offensichtlich sehr eng mit den lokalen Partnern zusammengearbeitet habt. Ja, Ansonsten würde ihr da ja gar nicht auf die Idee kommen, Stroh zu nehmen für die Dämmung et cetera. genau, Aber man muss ja dort jeweils die lokalen Begebenheiten sehen, was ist überhaupt lokal verfügbar und was wird im Idealfall dort auch schon verwendet, sodass es nicht was völlig Fremdes und Neues ist. genau. Das heißt, das hat ja in dem Projekt eigentlich schon beispielhaft gut funktioniert, so Sehr wie gut. du's schilderst. Ja, also die Erfahrung haben wir über die ganze Zeit gemacht, seit wir mit der Uni Hohenheim diese solaren Kühlungsprojekte vorantreiben. Angefangen war es ja mit Milchkühlung und da hatten wir eine wahnsinnig tolle Milchkanne entwickelt aus Edelstahl, die war aber unerschwinglich, die hat dann 500 € gekostet, allein Einkaufspreis, also Ja, gekauft hätten wir sie noch teurer müssen. Und daran sind wir dann draufgekommen, dass wir unbedingt schauen müssen, was denn von lokal zur Verfügung steht und was wir mit den lokalen Komponenten, die da zur Verfügung stehen, tatsächlich mit unseren Kühlsystemen dann auch verwenden können? Oder müssen wir unsere Kühlsysteme so anpassen, dass man lokales Material verwenden kann? Und daraus ist das entstanden. das ist ja auch wieder ein Ansatz, der ich komme wieder zurück zur Photovoltaik. Mhm. Dort ist natürlich relativ viele Komponenten, die man dort verbaut, sind relativ Hightech. Also, die Leistungselektronik, die man Mhm. braucht, die Solarmodule bis hin zu den Batterien. Wir haben vorhin schon gesagt, Bleibatterien vielleicht ein bisschen als Ausnahme, weil es die einfach gibt lokal. Da ist ja dennoch ein interessanter Ansatz zu schauen, weil ich habe ja trotz allem viel Peripherie um so ein System drumherum, dass man das auch möglichst lokal vor Ort beschafft. Als Beispiel von dir vorhin die Kühlung von Lithiumbatterien. Mhm. Und dort haben wir von unserer Seite beispielsweise Erfahrungen gemacht, dass es da auch am zielführendsten ist, möglichst zu schauen, wie wird denn vor Ort gekühlt, mit welchen Mitteln. Ja. Und im Idealfall zu verhindern, dass man eine Klimaanlage ranbauen muss, Mhm. sondern allein schon durch den Stil, wie architektonisch die Gebäude aufgebaut sind, eben versucht, den Wärmeeintrag möglichst gering zu halten. Genau. Ähm, Und da gibt es ja vor Ort Jahrhunderte lange Erfahrung, die man dann einfach wieder nutzen müsste. ja, korrekt. Genau. Das heißt, da ist aber der Schlüssel eigentlich 'ne Binsenweisheit, die Zusammenarbeit, mit den Leuten vor Ort, die einfach auch das Know-how haben, um eine Lösung zu finden, und dann einfach den Background von den lokalen Personen und den Background von uns zusammenzubringen, um eine möglichst ideale Lösung eben zu finden. Ja, also das haben wir schon immer von Anfang an so gehalten, dass wir immer mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, die ja auch oft schon länger auf dem Markt sind, als unsere Firma jetzt existiert. Und das sind natürlich ideale Partner, die da schon viel, viel Erfahrung A, mit Solartechnik haben, aber eben auch B, die lokalen Bewandtnisse entsprechend kennen. Und da haben wir uns immer auch ähm, zu weit weg vom Markt gefühlt, als dass wir das hätten jetzt einschätzen können von hier aus alles. Aber wir merken auch, diese Ausschreibungen gehen immer mehr hin zu lokalen Märkten. Also, ich glaube, dass, wo es vor 10 oder vor 20 Jahren noch, gang und gäbe war, dass Ausschreibungen für ländliche Elektrifizierung über Europa kamen. Ich glaube, dass das, mittlerweile immer weniger wird, sodass die Weltbank oder auch die Vereinten Nationen oder, auch das Internationale Rote Kreuz sich mittlerweile tatsächlich immer mehr lokale Firmen suchen, mit denen sie also die sich dann direkt an den Ausschreibungen beteiligen. Und da ist es, glaube ich, schon so, dass es jetzt mittlerweile Sinn macht, über eine Niederlassung
in entsprechenden Regionen nachzudenken, dass man dann wieder an den Ausschreibungen mit teilnimmt und dann aber auch lokal verankert ist und dann auch da 'ne Niederlassung dann hat. Tobias, du hattest vorhin 'n interessantes Schlagwort, erwähnt, das Schlagwort Productive Use, auf Deutsch die Nutzung von Energie. Dort habe ich auch wieder ein kleines Beispiel, ein Projekt, das wir gerade in Äthiopien machen, in Mhm. Obosso East. Da elektrifizieren wir ein gesamtes Dorf, was jetzt für mich eine große Art von Productive Use ist. Das heißt, wir stellen dort ein großes Solarsystem hin mit großer Batteriekapazität, Mhm. Hunderte von Kilowattstunden, mehrere Kilowatt Peak, also Hunderte Kilowatt Peak PV. Leistung und versorgen da damit wiederum Hunderte bis Tausende Haushalte mit Strom, die dann natürlich dafür bezahlen für den Strom. Mhm. Und so wird daraus insgesamt nachher Einkommen generiert, das eben auch die Anschaffungskosten von dieser großen Anlage zurückzahlt. Ihr selber habt auch Erfahrung mit Productive Use, vermutlich in verschiedensten Arten und Weisen. Hast du da ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das sind interessante, gute Beispiele, die dann Mhm. eben auch zur Nachhaltigkeit mit dazu beitragen? Wir haben sehr früh mit unserem Projekt BOSS angefangen. Das stand für Business Opportunities with Solar Systems, also wirklich Productive Use. Für einen Unternehmer kann es ja eigentlich nichts Schöneres geben, als Systeme zu liefern, die 'nem anderen Unternehmer die Möglichkeit gibt, Einkommen zu generieren. Und das war so der Grundgedanke, was haben wir, glaube ich, schon vor 15 Jahren angefangen mit solarversorgten Getreidemühlen oder Ölpressen et cetera. Wir haben ja nie so ganz stark diesen Gedanken an Minigrids gehabt. Deshalb haben wir immer eher an Einzellösungen gedacht, in der ländlichen Elektrifizierung, weil der Landwirt an sich ja schon ein Unternehmer ist und wahrscheinlich so gut wie kein Geschäftsmodell ohne Energie auskommt. Und drum ist, in der ländlichen Elektrifizierung, die Landwirtschaft ja immer gleich im Fokus dann, wenn es um Productive Use geht. Und das fanden wir von Haus aus interessant und haben uns da dann auch reingearbeitet. Man darf da nicht übersehen, dass jedes dieser Productive Use Lösungen, die individuell sind, halt auch individuelles Know-how brauchen. Also, wir sind jetzt keine Müller und wissen nichts von Mehl, wissen nur, dass wir eine Mühle betreiben können mit, solarer Elektrizität. Und da haben wir dann schnell festgestellt, dass das dann unter Umständen auch ziemlich kompliziert werden kann. Nichtsdestotrotz, das sind schöne Projekte und auch die solare Kühlung geht ja vorwiegend, in den landwirtschaftlichen Sektor. Und da sehen wir jetzt sehr wohl, da kennen wir uns jetzt auch schon gut aus, wenn wir das intensiv auch betrieben haben, dass das einen sehr, sehr großen Impact hat. Für Minigrids, ist es eigentlich nachvollziehbar, weil der private Nutzer von Strom in 'nem Minigrid, wahrscheinlich eher nicht den großen Bedarf an Strom hat und vielleicht auch gar nicht das Kapital hat, diese Kilowattstundenpreise aufzurufen, während der Unternehmer ja per se diesen Strom braucht und dann, macht es eigentlich Sinn, sich in Minigrids zunächst mal auf gewerbliche Nutzer zu konzentrieren und da ist Productive Use natürlich da geht's ja auch bis hin zu, mechanischen Werkstätten, die schweißen oder die, was weiß ich, Schreiner, die eben Kreissägen oder sonstige Maschinen benutzen. Und das ist mir dann auch schnell im dreiphasigen Bereich, wo man dann halt auch, größere Maschinen dann damit betreiben kann. Also, ich halte es für sehr sinnvoll und wahrscheinlich lässt sich nur so ein Minigrid tatsächlich auch nachhaltig dann, betreiben Das und finanzieren. ist auch unsere Erfahrung. Ja. Man redet auf Englisch dort von Anchor Loads, also Mhm. Ankerlasten. Und das sind im Regelfall kommerzielle Verbraucher, Ja. die dort, es kann, also die Range geht von einem Mobilfunkmast, Mhm. der dort eben dann Mobilfunk zur Verfügung stellt, bis hin zu allen möglichen Mühlen, Ja. Schweißgeräten, alle möglichen kleinen Offenes Businesses. WLAN und was alles selbst. Korrekt. Ja. Ja, wir hatten das mal als Konzept vor, glaube 15 Jahren, uns in 'nem Bereich von einem solarversorgten Marktplatz vorgestellt, aber das geht, genau in diese Richtung. Also, einen großen Vorteil, den wir sehen, also, Mini-Grids ist wie immer im Leben, es gibt Vor und Nachteile. Mhm. Einen großen Vorteil, den wir sehen, ist, wenn wir ein größeres System bauen vor Ort, dann habe ich eben auch nur eins zu warten. Nachteil natürlich, wenn das eine System ausfällt, dann geht es auch nicht mehr, Mhm. logisch. Genau. Aber solange ich dieses eine System sauber am Laufen halte, habe ich ein System, das ich sauber am Laufen halten muss, und komme da damit einigermaßen gut maintenance-technisch klar. Ähm
Es gibt es auch andere Ansätze, auch bei kleineren Systemen. Wie erwähnt, hat auch Vorteile, dass nicht eben alles auf einen Schlag platt ist, wenn irgendwo mal ein Fehler auftritt. Ihr seid von euren Systemgrößen eher bei kleineren Systemen oder bei auch großen Anlagen unterwegs? Also, wenn ihr eure, Lösungen anbietet? Also, bis dato sind es eher kleinere Anwendungen. Wir gehen, glaube ich, so bis 120 Kilowatt. Das ist das Größte, was wir so das ist so, glaube Ja. unsere Grenze aktuell. Ähm, wir konzentrieren uns aktuell eher auf individuelle Lösungen für, eben Landwirte oder für, gewerbliche Nutzer. Bietet ihr dort Pakete an oder auch Pakete inklusive Verbrauchern? Oder sagt ihr, es macht mehr Sinn, vor Ort die Verbraucher zu nehmen, die es dort gibt? Aus meiner Sicht Vor- und Nachteile auch relativ offensichtlich. Die Geräte, die es vor Ort gibt, als Vorteil, sie sind verfügbar und die Leute wissen, wie man damit umgeht. Als Nachteil meistens sind es nicht die energieeffizientesten. Genau. Das heißt, ich brauche dort ein deutlich größeres Solarsystem mit deutlich mehr Leistung, und auch mehr Energie. Wie ist da eure Vorgehensweise oder macht ihr beides? Also, wir kommen ja aus einer Zeit, wo Solarmodule noch sehr viel teurer waren und haben dann natürlich immer nach, Herstellern von elektrischen Geräten geschaut, die möglichst effiziente, Verbraucher sind. Und, wir haben mit der Getreidemühle lang gesucht und auch da ist so, in diesen Bereichen die Hersteller, die am Netz hängen und, AC-Geräte produzieren, haben meist kein Interesse an der Effizienz. Also, zumindest damals hatten sie kein Interesse groß an der Effizienzsteigerung. Das hat sich jetzt schon, deutlich verändert, aber es ist immer noch so, dass wenn man da ein Neuland betritt, wie jetzt, was weiß ich, bei einer Getreidemühle oder bei einer Ölpresse, da muss man unter Umständen sehr, sehr lang suchen, bis man da wirklich effiziente Geräte findet. Und, mittlerweile ist ja jetzt wieder so, dass Solarmodule oder Solarsysteme relativ günstig sind. Da, braucht man jetzt nicht mehr ganz krass auf die Verbraucher schauen, aber generell ist natürlich für ein Solarsystem immer empfehlenswert, so effizient als möglich, auf die Verbraucher zu schauen. Also, das spiegelt im Grundsatz 2 große Trends Mhm. wider, die ich auch sehe. Zum einen den massiven Preisverfall bei Photovoltaik, Mhm. Systemen, zum anderen, dass auch AC-Verbraucher tendenziell effizienter werden. Mhm. Einfach auch, Europa oder auch Industrienationen treiben das ja auch vom Effizienzgedanke, was aus meiner Sicht relativ stark dazu führt, dass der Markt mehr und mehr tatsächlich, AC-Strom dominiert ist. Also, wir hatten Ja, früher, ich weiß es noch, versucht, relativ viele DC-Geräte in den Markt zu bekommen, weil die eigentlich effizienter sind. Ich muss nicht ständig umwandeln zwischen genau. dem Gleichstrom, den ich aus der Photovoltaikanlage bekomme. Meine Batterie läuft auf Gleichstrom. Ich muss die Wandlung nicht machen, um auf AC zu kommen. In der Zwischenzeit, zumindest schätzen wir es so ein, ist es aufgrund von den 2 großen Trends, noch mal verstärkt so, dass es ziemlich stark auf AC-Lasten weiter rauslaufen wird. Mhm, sehen wir genauso. Aktuell wenn man nochmal zurückgeht auf den solaren Kühlbereich, ist tatsächlich so, dass wir ja bis dato 24 Volt Gleichstrom, Kühlaggregate verwenden, um, 'n Eisbassin zu kühlen und da damit, mit 'nem Wärmetauscher 'ne Zirkulation von dem Eiswasser haben. Mittlerweile ist tatsächlich so, dass, auch der Lithiumspeicher so viel günstiger geworden ist und die Solarmodule so sehr viel günstiger sind, dass wir aktuell auch, ähm, Kühlräume jetzt wieder eher mit Monoblocks, versorgen, die eben, Wechselstrom versorgt sind und Wechselstromgeräte sind. Also, tatsächlich ist es da so, es kommt immer auch auf den Preis drauf an, wie der Solargenerator und der Speicher entsprechend dastehen. Ja, da ist dann für mich wieder eins von den großen Lessons learned, dass nicht immer die technisch ins letzte Detail gehend beste Lösung sich nachher auch durchsetzt. Ne. Weil wenn man nur rein die Technik anschaut, wäre eigentlich der Gleichstromverbraucher im Vorteil. Ja, also da kommen wir ja auch her, das ist auch immer unser Favorit gewesen. Aber tatsächlich ist so, wenn das dann wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, dann bleibt einem nichts anderes, auch Ja. auf den, Wechselstrombereich zu gehen. Und auch die soziale Komponente, die man nicht unterschätzen darf, dass einfach Leute vor Ort im Fernsehen oder auch wenn sie in der Stadt zu Besuch sind, einfach AC, Wechselstromverbraucher sehen, und damit auch assoziieren, dass das eben Entwicklung ist. Mhm. Und auch, gewisse, ja, Abneigung ist vielleicht zu stark,
das Wort, aber trotz allem Vorbehalte haben gegen eine Technologie, die urplötzlich in der Stadt anders verwendet wird. Ja, ist richtig. Ja, Mhm. Also, okay, das sehen wir genauso. ja. Also zusammenfassend vielleicht in 2, 3 Worten wäre es noch interessant, wenn du von deiner Seite noch versuchen könntest, zusammenzufassen, was aus deiner Sicht wichtige Elemente sind, ähm, um eben Projekte oder insgesamt Geschäftsmodelle, nennen wir es so, nachhaltig ans Laufen zu bekommen. Also, Geschäftsmodelle kann man dann nachhaltig ans Laufen bekommen, wenn man, vor Ort die existierenden Geschäftsmodelle genau studiert und dafür braucht's, 'ne lokale Präsenz, wenn man das nicht über eine Reise erfassen kann. Da muss man tatsächlich Wochen, wenn nicht monateweise dann auch, so einen Markt beobachten, wie der aktuell funktioniert. Wir sehen es jetzt, mit der Einführung von solarer Kühlung. Das ist nicht von heute auf morgen, dass das dann sofort angenommen wird, weil die jahrhundertelang ganz anders gearbeitet hat. Und wir wollen ja auch nichts mit Gewalt irgendwo einführen, sondern wir wollen verstehen und wir wollen 'nen Mehrwert schaffen, dass dann tatsächlich der lokale Nutzer auf dem Markt weiß, das bringt ihm jetzt diesen oder jeden Vorteil. Also, zum einen würde es schon mal, den Vorteil bringen, weniger, Schwund zu haben oder Ausschuss zu haben. Auf der anderen Seite steigt ja auch mit einer Kühlung im Lebensmittelbereich die Qualität der Produkte und das braucht sehr lang, bis man das dem, Marktverkäufer nahebringt, weil die haben ihre Geschäftsmodelle, die sind so eingefleischt, dass man da, sehr vorsichtig, und behutsam vorgehen muss, um klarzustellen, was das denn für einen Mehrwert bringt, wenn man jetzt auf einmal auf Kühlung zurückgreifen kann. Und da sind wir am Studieren und, das ist einer der Beweggründe, um das zusammenzufassen, dass wir glauben, wir müssen näher an die Märkte rangehen und, können das von hier aus, also schwer schlagen. Und drum, überlegen wir uns jetzt, in Regionen wie Ostafrika vielleicht auch eine Niederlassung zu eröffnen. Ja, Genau. also Tobias, vielen Dank. Ich finde es eine schöne Zusammenfassung, dass man im Grundsatz basierend auf den lokalen Gewohnheiten in Zusammenarbeit die bestmöglichen Modelle, Geschäftsmodelle finden muss, um langfristig was ans Laufen zu bekommen, das sich im Idealfall selber trägt. Ich bedanke mich vielmals, dass du Mhm. heute unser Gast warst. Danke auch, dass ich kommen Ja, durfte und, für mich war es auch sehr interessant. ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Mhm. und wir sind im Austausch Wir sind im unterwegs. Kontakt und schauen, dass wir es vorantreiben, unser Wunderbar. Gebiet. Vielen Also, Dank. so, das war unser Podcast von BOS. Ich habe mich vorhin nicht vorgestellt, Benjamin Seckinger, Geschäftsführer der BOS AG, und war der Host und habe mich gefreut, dass Tobias Zwonner unser Gast war heute. Auf Wiedersehen. Das war Energie der Zukunft, der Batterie-Podcast von BOS. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen zu unseren Projekten oder auch zur Technologie bitte gerne mich jederzeit auf LinkedIn kontaktieren. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuschalten. Bis dahin alles Gute.